48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 14. Episode des YPC Boat 2025 und damit zur finalen Folge in Gruppe C. Wir befinden uns auf dem Fluss und der Morgen war spektakulär, vor allem für ein Team. Sunline als Tabellenletzter in den Tag gestartet, führt inzwischen dank 2 dicken Barschen und 3 Meter Hechten. Bite of Bleak ist auf Platz 2 abgerutscht, auch weil für die Full Card und ein dadurch besseres Gesamtergebnis 2 Riesenbarsche von Tag 1 zugunsten 2 deutlich kleinerer aus dem Fluss in die Reserve gerückt sind. Die größeren Exemplare könnten allerdings wieder reinrücken, sobald Jochen und Jonas ihre aktuellen Bonusfische durch Hecht oder Zander ersetzen. Dahinter ist es nicht ganz so kompliziert. Fox Rage auf Rang 3 braucht vor allem Zander, Tailwalk bessere Hechte. Monkey Lures könnte mit einem besseren Pike zugleich auch einen 44er Barsch vom Lake Day in die Wertung holen. Und Adventa wird wohl erst einmal versuchen, den kleinsten Barsch vom Bord zu tilgen. Selbst das Schlusslicht kratzt hier aber bereits an der 700-Punkte-Marke, was sehr deutlich zeigt, wie beachtlich in dieser Gruppe bisher gefangen wurde. Ich denke, ihr seht's ähnlich. Hier steht uns ein echter Krimi ins Haus. Bevor es losgeht, wie üblich eine kurze Info zu den aktuellen Positionen der Boote. Große Spotwechsel gab es bisher nicht. Adventa, Monkey Lures und Bite of Bleak befinden sich auf der Ammer. Tailwalk angelt weiterhin auf der Spui. Sunline ist nach durchschlagendem Erfolg und entgegen der ursprünglichen Strategie auf der oberen Meerwede geblieben und Fox Rage angelt immer noch auf der Dortschen Kiel. Wie angedeutet, nun aber mit anderem Fokus als noch am Vormittag. Here we go again, Team Fox Rage, ready for the last episode of the group stage. Yeah, we need for big senders now, because that's what we need. Yeah, we can upgrade some senders. Good timing. So yeah, we can upgrade some senders and maybe a pike, but yeah, especially the senders, it's there we can achieve something. So let's go for that. Wish us luck. Okay, so we arrive at our new spot. It's a new episode and we're gonna start it with the power hour because after potentially we would like to change river, and the other river don't have such a clear water as we have now. So before we make this move, we're gonna make one attempt to get a big one to improve our score. Because yesterday we found a couple of big ones there, but it's not easy to catch them, but we must try it, and please cross fingers for us. Let's go. Herzlich willkommen, zweite Folge vom zweiten Tag. Wir wissen natürlich die Ergebnisse nicht. Wir haben eine Full Cut, aber wir haben noch ein paar kleine Fische in der Wertung und deswegen ist uns so ziemlich egal, was wir fangen. Hauptsache groß. Deswegen haben wir jetzt einen Spot ausgesucht. Wir werden Strecke machen. Wir können alle 3 Fischarten fangen. Powerfischen, Strecke machen. Einfach die aktiven Fische suchen. Wir haben jetzt wirklich heute Morgen noch mal ein paar kleine Spots abgeangelt, langsamer abgefischt. Jetzt heißt es einfach Gas geben und Fisch bekommen. So sieht's aus. David, Come on. Auf in den letzten Kampf. Oh Mann, die letzten 4 Stunden. Doppeldrill. Doppeldrill, Junge. Das sind keine Upgrades. Meiner ist ab. Tada! Ach ja, Paul, zeigen wir uns keinen Doppeldrill hier. Na, Doppeldrill hatten wir aber. Ich hab Naja. nicht rausgeholt. War so ein 30er, der bringt uns nicht weiter.
Ja, wir haben den Spot jetzt gerade ein bisschen Ruhe gegeben. Jetzt sind wir wieder da und haben jetzt mal probiert, ein bisschen ruhiger am Grund die Barsche mit einem Cheburashka oder mit einem Skirt wegzukratzen. Wir machen das mit einem Smoking Dead 3 Inch. Ja. Meiner ist Farbe Cinnamon Blue. Ich habe Blossom Pepper. Ja, und ihr habt ja gerade gesehen, wir hatten gerade einen Doppeldrill damit. Also auf jeden Fall funktioniert das auch. Jetzt müssen wir dranbleiben, dass wir noch einen großen kriegen. Es macht ja auch Spaß hier schön Barschangeln. Ach, jetzt macht Barschangeln auf jeden Fall auch Spaß. Ja, Hechtangeln macht auch Spaß, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Na, war das etwa ein Hecht? Nicht, dass ich den gleich verscheuchen muss, indem ich ihn fange. I mean, look at this. If I was a perch, I would definitely eat this one. Let's catch one big one. Eine große. Und zurück. Ja, wir finden ein paar Pikeys, aber noch nicht in der richtigen Größe. Wieder unser Stubby Shit. Ich habe eben gewechselt. Wieder ein paar Würfe. Schwupps hängen sie. Den brauchen wir jetzt aber, glaube ich, wirklich nicht messen, wa? Release it. So langsam fühle ich mich aber wie Team Zeck letztes Jahr. Die hatten doch auch unendlich viele kleine Hechte. Und im Training auch gute. Ja. Fisch. Das könnte ein richtig großer Barsch sein. Mhm. So, dann gucken wir mal. Ja. Schöner Barsch. Könnte sogar noch mal einen kleinen Upgrade kriegen, ne? Ja. Sehr geil. Schöne Größe. Kein Endbarsch, aber richtig geil. Traumfisch. Gebaut. Hätte ich sogar größer geschätzt. 42,5, also 43. Toller Barsch, der Robin und Guido aber genauso wenig nützt wie die kleinen Hechte. In dieser irre starken Gruppe braucht es inzwischen einfach andere Kaliber. Oh, dikke baasje. Holy fuck. Wow, what a perch. Oh, holy Moses. Oh, what a perch, what a perch. What a perch. Really nice. Oh, it's really cool. 51.5 makes it 52. That's your second 52. Yeah. One on the river, one on the lake. Oh man, amazing. Oh, what a bit. And he hasn't stripes. No, also the previous one didn't have stripes. So I caught it on the shallow crankbait, the shallow diving crankbait. It's the Strike Ring Pro Model 4S. Amazing, what a fish. I will release it. Unbelievable. 52. Oh, Number 2. yes. Oh, but now we have to catch a sender. Nicht zu fassen, Fox Rage schraubt den Barsch Durchschnitt auf 51 cm hoch und übernimmt Platz 2. Wie erwartet sind die Firebeaster kaum zu halten. My route is there. Stay there, stay there. Yeah. It's nice. You see the line? It's coming, it's coming. It's nice, huh? Yeah, yeah. I'm with you. Come on, Okay. come on. Yes! Yes, Yes! that's what we need. We found them. That's what we need. Yes! Yes! We found them. Yes, I. Improvement. Now we start to talk slowly by bit, centimeter by centimeter.
we improve. So it's a 45.5, so 46. Competition points. Yes. Okay. Yeah. Yes. Here's one. Again, big fish again. Please hold. I cannot move too much, huh? So you take it to me. Here is one. Here is one. Here is. What are we talking about? Yes! 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 What the fishing? That's this one. Back to back. Yeah. Look at Two cast. Two cast on two the zone. biggies. Two biggies. What a lovely river perch from Amer. This one will be really close to 50. And look at this beauty. This one is 49. Yes. 49. So here she is. 49 centimeters. Yes. Wir müssen direkt noch einmal auf die Zahlen schauen, denn nach diesem Doppelschlag ist Adventa wieder voll dabei. Tabellenspitze und Tal trennt im Grunde nur ein Ausnahmefisch und mit deutlich über 700 Punkten ist Monkey Lures plötzlich letzter. So, come on, Luis. Jetzt einfach ein Hecht, ein Barsch und dann... Ein Riesenzander. Damit wären wir glücklich. Wir wollen ja nicht viel. Ein Meter Hecht, ein Puffi. Das Gute ist, dass wir heute Morgen schon mal den einen Barsch haben. Das ist schon mal ein Topfisch. Ja. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch ein Quäntchen Glück für den Hecht. Upgrades. Oh, Biss gehabt. Ja? Ja. Hängt. Hängt? Ja. Oh, Gott sei Dank. Ist ein Barsch. Ist ein Barsch. Willst du ankern? Ja. Ja, hast erstmal viel Biss, ne? Ja. Fühlt sich an wie ein Barsch. Ich hoffe, es ist keine Flöte. Ne, der sieht gut aus. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus! Ja. Der sieht gut aus, Alter! Yes! Here we go! Mann! Back im Game! Was für ein schöner Barsch. Auch mit diesen schwarzen Punkten wie du. Oh, herrlich. Was für Farben. So. So. Genau 46. Sehr schön. Ein 46er Barsch. Der hilft uns erstmal weiter. Kleines Upgrade. Sehr schön. So. Oh, der wollte weg. Ja, super. Boom. Sehr schön. Geil. Hammer. Digga, mega. Hammer. Geiler Fisch. Die Sonne kommt endlich mal so ein bisschen raus. Vielleicht hat das jetzt ein bisschen dafür gesorgt, dass die Fische ein bisschen aktiver werden. Also hier auf jeden Fall. Und ja, dann müssen wir gleich nochmal einen Plan machen. Ja. Aber wir driften erstmal weiter. Vielleicht kommt noch einer. Vielleicht noch ein größerer. Das wär's. Fisch. Anker. Ah, das gibt's doch nicht. 10 Meter weiter gedriftet. Und der nächste Fisch. Oh. Das ist ein Hecht. Oh, komm, komm. Ja. Da haben wir ihn. Da ist der Hecht. Das wird eine knappe Nummer, ob der uns Punkte bringt. Boah, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich löse jetzt erstmal den Haken. Der Köder war wieder der Curly. Perchzilla als Trailer. Mit dem Chitterbait. Und wir gucken mal. So. 77. Okay. Ich glaube, das ist jetzt ein kleines Update für uns. Ein 77er Hecht. Boah. Und wie wir gedacht haben, wenn die Sonne kommt, kommen die Fische. Und es läuft. Jetzt macht es wieder Laune. Heute Morgen war echt schwer für uns. Jetzt müssen wir Gas geben, dass wir noch ein paar Fische bekommen. Und zwar von denen, aber einen großen. Am besten die Mutti. Luis und David geben die rote Laterne sofort wieder ab und springen auf Platz 3. Mein Gott, ist das eng!
Nicht ausgeschlossen, dass selbst die Spitzenreiter noch einen Fisch zur Absicherung benötigen. Wir haben jetzt durch den Tidenhub dort hinten eine Zone, die ist nicht mit Jigs oder irgendwas befischbar. Nicht mal mit einem Shutterbait oder Kaishin. Da sind jetzt vielleicht 20, 30 cm, aber die Barsche rauben da hinten. Jetzt haben wir uns gedacht, probieren wir es ein bisschen Topwater, weil die rauben wirklich wie verrückt. Hier vorne immer die Hechte, die rings ums Boot rauben. Und wäre jetzt natürlich die Kirsche auf der Torte, wenn wir jetzt irgendwie noch einen 45er hier Topwater kriegen könnten. Also unseren größten Hecht haben wir bis jetzt ja auf Spinnerbait sogar gefangen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Deswegen hänge ich auch wieder ein Spinnerbait dran. Viele nehmen ja vorne einen Gummi. Wer viel fischt, macht auch viele von den Gummis kaputt. Deswegen habe ich hier jetzt einmal einen Sprengring drüber gezogen, dass er nicht weiter rutscht, weil wir nicht wie das viele im Ausland machen, direkt anknoten diese Spinnerbaits, sondern hier gerade ans Titanverfach machen. Daran hänge ich jetzt einen kleinen Stubby-Shad. Er hat uns ja schon Glück gebracht. Und hoffentlich nochmal. Bei der Route, die ich hier jetzt in der Hand habe, das ist meine erste Full Range. Auch nicht ausgetauscht in ein neues Modell oder so. Die ist auch schon richtig abgemackt und wird einfach super, super viel von mir gefischt. Ist ja, eine Route, die du als Big Bait Route nehmen kannst. Kannst du aber auch schon einen großen Chatterbait dran fischen. Ich sag mal, Wohlfühlbereich sind so 70 bis 150 Gramm. Ich habe damit aber auch so einen Klassiker, so einen Bulldog voll mit durchgeballert. Die haben, ich glaube, 280 Gramm nachher. Das kann die tatsächlich auch wenn es nicht draufsteht. Besonders ist halt, dass sie ein extremes Rückgrat hat, wirklich. Die Spitze ist relativ dünn da im Vergleich. Und falls ihr vom Bellyboot oder vom Kajak unterwegs seid, dann ist das wirklich eine wärmste Empfehlung, weil der Rear Grip, das ist der Teil hinter der Rolle, ist verhältnismäßig kurz für so eine schwere Route, was für Bootsangler allgemein vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber wenn ich jetzt so eine Köder hier mit der Unterhand werfe, ist das wirklich perfekt. Aber für die Kajak- und Bellyboot-Angler ist es natürlich perfekt, weil die nicht so einen Bewegungsspielraum haben wie wir hier auf dem großen Boot. Ja, und so ist das die Kombo, die ich wirklich schon seit 7, 8 Jahren, glaube ich, als solche genau so fische. Vollstes Vertrauen, bringt einfach Spaß. Wer Hecht und Barsch.de kennt, der weiß, dass wir grundsätzlich sehr wenig Werbung machen. Wenig Werbeplatzierungen sind für uns das A und O für gute Inhalte. Oh, mein Schuh ist offen. Moment, geht gleich weiter. Wenn die Kamera läuft, da achten wir besonders darauf, möglichst markenfreie Aufnahmen zu produzieren. Auch Bestechungsversuche haben bei uns keine Chance. Ey Leo, Paket für dich. Ey, schnell weg damit, sonst glaubt mir doch kein Mensch, was ich hier erzähle. Nur bis zum 30.04. und nur auf snox.com. Okay, we are about to start our power hour, and after the big perch it's now time for Zenders, so we will do trolling for Zender. It's not the most fun way of fishing, but at least we use the power hour for something. And last year we did the same, and that was quite successful, so we will do that. We will use the Strike King Pro model Series 5. So yeah, we also use it for deep cranking during casting, but also for trolling. You can get it about almost 7 meters, so perfect lure for also for trolling. So let's start the power hour. Hendry und Gerald zücken das Ass, denn kaum ein anderes Team ist in der Power Hour so effizient wie die Niederländer. Auch heute? Yes! Yeah. Right? Yeah, it's feeling small. But it's no upgrade. Oh.
Quick measurements. It's 53.5, makes it 54. Let's release this beauty. It's no upgrade. We need a sender above 60. Yes, that's an upgrade. That's the one we need. That's a nice sender. It was pretty deep. I think I got it in 7 meters of water. Really nice structure with some fish on it. And there we are. It's 63. There we go. Yes, 63. So that's a 10 centimeter sender upgrade. That means 13 extra points. And I think we have a pretty decent list now. So the next one to upgrade is the 60 centimeter or the 78 pike. Yeah, that's the I think the smallest fish is the 76 pike, yeah. But let's move on with the power hour. Das hat nun wirklich nicht lange gedauert. Fox Rage korrigiert die Zanderpunktzahl auf einen jetzt doch ganz passablen Wert und holt sich außerdem die Führung. Beim dadurch auf Rang 2 abgerutschten Sunline-Team ist man trotzdem nicht unglücklich über die momentane Flaute. Wir überlegen, dass die anderen Gruppen gerade bei einer Windstärke 5 in Böen bis 6 auf dem Volkerak wahrscheinlich riesen Wellen haben oder auf dem Haringsfleet. Stehen wir hier einfach windgeschützt unter diesem riesen Container und kriegen gar nichts davon mit. Im feinsten Sonnenschein. Die Jacke mussten wir schon ablegen. Jacke mussten wir ablegen. Jetzt noch einen kleinen Schwenk zu Daniel machen könnten. Wahrscheinlich plitschnass. Von den Wellen da rumsteht. Ein Großgewässer. Wir geben dem Spot jetzt einfach mal eine Stunde Ruhe. Und was gibt's Besseres, als mit einem Livescope ein bisschen Power Hour zu gucken, ob wir da schnell die Barsche hier in einem für uns noch unbekannten Bereich finden können. Deswegen startet die Power Hour ab jetzt. So, wir sind am Verzweifeln. Ja. Wir kennen uns hier nicht aus. Wir probieren hier mehrere geile Spots, die wirklich von der Kulisse wie gemalt wirken. Ja. Und man denkt sich immer, boah, hier muss ein Hecht stehen, nee, da muss ein Hecht stehen. Aber ich glaube, du hattest einen Biss, ich hatte auch einen Biss. Ja, wir verzweifeln. Wir probieren jetzt Zander und Barsch abzugraden. Ja. Wir fahren jetzt an einen anderen Fluss und da wird die Power Hour genutzt. Wir wollen da noch mal eine Stunde schleppen, dass wir die auch noch mal ausgenutzt haben, um da noch mal zu schauen, wo die Fische stehen. Wenn wir vermehrt irgendwo wieder Fische finden, wird wieder geworfen. Das ist der Plan. Klingt nach einem Plan. Ja. Nicht aufgeben. Nicht auf. Never give up. Dazu gibt's nun auch wirklich keinen Grund. Mehrere Teams setzen in der entscheidenden Phase also auf Live-Technologie. Monkey Lures wechselt dazu auf die Bergsche Mars, um Platz 2 zurückzuerobern. Bite of Bleak, die zu Beginn des Tages noch souverän auf 1 standen, sind mittlerweile auf Rang 4 durchgereicht worden. Was haben Jonas und Jochen noch im Köcher? Yeah, so guys, the afternoon, that's last episode. And we've had a really hard morning. We started off with 2 good perches, and yeah, now we're trying some rocky points, aiming for 1 big perch and maybe a pike if you're super lucky. But our main focus is to get a 45-46 centimeter perch, but we hope for bigger. Bigger than 31. I don't think bigger? So. No, I don't. But you know, no. No, yeah, it's bigger. You think so? Yeah. It's 32. Yeah, but 39 is our smallest, I think. You cast it inside? Yeah, quite close to the... Yeah, so I changed up to a
DFC worm in TP, super stretchy. Got some swimming movements too, so it's super good in the current. And the second cast caught this beautiful perch. But I don't think it's gonna help us. 33, yeah, 33. Yeah. What did we have today? 31, huh? 39. Yeah. 31 or how many? 39. 39. Okay, so. Yeah. Nice to have some bite at least. Really nice with a bite. Genau, da war eine Sekunde zu spät. Ja. Handlandung ab jetzt. Ja. Was passiert? Also, da war mal ein Spotwechsel ein bisschen zu schnell. Der lag wohl an der Bordwand. Und wir haben keinen Kescher mehr. Ja, hilft nichts. Wir müssen die Fische handlanden. Ja, weiter. Naja, zumindest für Guido dürfte die norddeutsche Handlandung doch kein Problem sein. Bei Fox hat man das Schleppen derweil eingestellt. Jetzt wird's finessig. Okay, we're trying for the last upgrade for the big sander. I will use a drop shot rig. Normally it's not a very good way of fishing on the river, but on this stretch there's not much current, so it's possible. So I have 15 grams of weight. Quite a long distance between my hook and the weight, because I've seen on the sonar the fish was pretty high. And then we use a natural color and a little bit of a bigger bait. This is the Fox Rage Slick Shed, and it's in the finesse style, so it's the slick finesse, and it has no paddle tail but a V-tail, and I like that for drop shotting because you only make small movements and then you can create kind of this action in the lure, and when the Zanders are not so aggressive it can be a really effective way of catching them. So we will see, and I always put it on the hook like this, so it's going in the nose and then out on the other side, and then it's more lower on the hook and you have more hook between your lure and the tip of the hook to set the hook properly. So I like that more than just put it in from underneath to the upper side. Let's go! So, yes. What a bite. What a bite. It's on the left here. Don't think it's a big upgrade, but what a bite. Oh, fuck. Yes. Yes. So, on the drop shot lure, rock hard bite was so good. Look, on the Slick Finesse, drop shot fishing on the river. I started with 15 grams, but it was still too heavy. So I downsized to 10. And I liked it so much, the bites on the drop shot. It's so cool. I think we found more, because there's a lot of signals here. So this isn't an upgrade, but I think we have a good chance for more here. 50, it's over 57.5, it's almost 58. So it's 58. Okay. I think we can get more bites here. Jo, hat sie erschreckt, aber... Nee, der kam. Ja, der hat ja nochmal sich... Oh, der braucht es richtig nah. Der hat gepennt oder so. Ja, der hat Mittagsschlaf gemacht. Oh, so wie der angeschossen kam mit Enmar. Da war ich mir ja fast sicher jetzt.
Schon mal mehr Aktion als im HV. Jetzt. Oh! Oh! No! Really gentle bite, you know, like he came and almost you feel, you don't know if it's a bite or if it's a salad bite. Boah, das wäre jetzt ein Ritt. Wir sind jetzt echt ein paar Kilometer gefahren mit dem Boot, haben uns jetzt eine gerade Strecke ausgesucht, wo wir jetzt mit dem Motor versuchen werden, unsere Power Hour zu nutzen. Wir werden jetzt an der Kante lang schleppen. Dazu nehmen wir den Power Vibe, den wir schön am Boden lang ziehen und versuchen damit noch mal ein paar Räuber zu erwischen. Wenn er immer wieder auf den Boden knallt, sind wir auf der richtigen Tiefe. Der läuft halt perfekt bei 3 bis 4 Metern. Das ist auch unsere Tiefe, wo wir jetzt aktuell die Fische vermuten. Und hoffentlich bringt uns das noch irgendwie noch ein paar Punkte. Weil ja, bei dieser Methode haben wir jetzt die meiste Hoffnung, dass wir noch mal irgendwie so 10 bis 20 Punkte gut machen. Sei es mit einem guten Zander oder vielleicht sogar noch einem Barsch. Wir wollen die Power Hour nutzen und das machen wir jetzt auch. So, Power Hour startet jetzt. Jetzt kommt das langweilige Angeln. Einfach ganz stumpf den Köder hinterher schleifen. Ja, hoffentlich wird es nicht langweilig. Ich hoffe nicht. Knallt's gleich. Und nicht nur ein Hänger oder so. Oh, Penis. Riesenteil, scheiße. Oh, Fisch, oh, Fisch. Okay, sehr gut. Der wird wirklich klein. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Weil wir noch ein bisschen am Fahren sind und gegen die Strömung arbeiten. Es ist ein Barsch. Es ist ein Barsch. Ja. Der hilft uns nicht weiter. Aber es gibt Zuversicht. Der erste Fisch beim Schleppen. Leider habe ich gerade einen verloren. Der hing nur ganz kurz. Kleiner Barsch. Sehr schön. Auf den Power Vibe 55 in der Farbe White Tiger. Sehr schön. So. So, Kleiner, du darfst zurück. Ich glaube, der hätte die 40. Misst mal. Kleiner 40er, ja. Der wird uns definitiv nicht weiterhelfen. Gut. Weitermachen. Köder funktioniert. Nicht schlecht. Haben wir auch schon im Training damit echt gut gefangen. Ist nur noch gar nicht aktuell auf dem Markt, aber wenn ihr die Episode guckt, gibt es den schon zu kaufen. Und wir haben echt damit ein paar Fische gefangen. Ich habe sogar einen Mitte 90er Hecht im Training darauf geschleppt. Der funktioniert. So, machen wir weiter. So we have been struggling today since the morning. Only 3 perch up, so we're back at the first spot. We're gonna hammer this for perch, hope for some sanders, and yeah, the water is a bit lower now, and more bait fish in the water. So yeah, we hope for some bites. Maybe even the sanders has woke up now. So we'll see. Jonas and me, we love this river fishing, yes? Yeah, it's the best. Yeah, the best for sure. So funny. We knew that it would be really hard today, and we talked about it like if we only need 2 big fish, and we said like 2 fish is a super bad We got day. a 39 and a 41. Yeah, so that's not that bad. So let's have one more 45 or so. Yeah, we should have one more, but so we said we didn't think that we would catch more than 2 fish today. Yeah. So. Leichte Verzweiflung bei Jonas und das nicht ganz zu Unrecht, denn so langsam nähern wir uns der Schlussphase. Tailwalk bietet sich zur gleichen Zeit eine nur vermeintlich günstige Gelegenheit. Hello. Excuse me. Ja, noch mal ein bisschen dichter ran. English, German? Doesn't matter. Do you have a second net for fishing? We're fishing a big competition for camera and we lose our net over there. Is it possible that we can borrow or buy a net of you for... Yeah, we can buy it. How much do we want for it? 55, yeah. Yeah, it's fine. 75. Ja, machen wir, ne? Yeah, it's fine. What kind of competition do you do? YouTube Predator Cup. Oh. Yeah, yeah, and we lose it over there. It was really not the best.
This is the second time I fished with it. I bought it a week ago. Okay, awesome. I've known that at home, so... Here, thank you. Awesome. Okay. Thanks a lot. No, Great day. Catch a lot. Yeah, we hope so. Have a good day. Tschüss. Also, das ist unser neuer Kescher. Für schmale 80 €. War ein teurer Kescher, aber egal. Hauptsache wir haben einen. Und es gehen auf jeden Fall viele Grüße raus und vielen Dank an so Mitangler, weil das hilft uns jetzt hier ungemein. We are still looking for the Zander upgrade. One bigger Zander would be great. We're casting with soft baits, jigging style. So I use the slick shad with a heavy weight, 21 grams. And with our brand new Prism X rod. This is the Zander Pro. So this is your go-to Zander rod. It's 2,40 m, has a casting weight of 7 till 28 grams. So it's perfect for medium-sized lures for Zander. And it has a typical tip action. That's what you like in a jigging rod. And real sensitive. So I'm really happy with this one. It's the... Maybe you know the Prism X range already, but this is the new design. So soon this will be in the stores. Fisch? Ja. Aber das ist ein Rapfen. Rapfen. Aaland, Rapfen, irgendwie sowas. Aaland. Ich nehme ihn einfach mal so. Fuck, lost it! What? Oh no! Where it was? Where? Yeah, straight ahead. What do you think what it was? Something bigger, but I felt the teeth. Zander or pike, I would... No, I think pike. Oh. It's a light reel, so I can't do that much more. Here it comes. Here, you ready? Yes! Yes, that's a nice one. That's a nice one. Oh. Okay, do it. Whew. I'll come back to you. On the Ned rig, on a DFC worm. Fuck, I'm bleeding. Look at this. Yeah, nice Zander. Measure it. Yeah, it's a nice one. Yeah. 66. Yeah, nice. Nice, really nice. Oh. Really cool take on the DFC worm. TP bait. Took it on a Ned rig. That feels good. Zwar kein Gigant, aber vielleicht ein ganz entscheidender Fisch. Jetzt tritt der Fall ein, der anfangs als Möglichkeit skizziert wurde. Der Zander ersetzt einen 78er Hecht und ist zugleich der dritte Fisch auf dem Board, der am River Day gefangen wurde. Dadurch kann der 48er Barsch von Tag 1 den 39er Barsch aus dem Fluss wieder ersetzen. Mit dem Ergebnis, dass Bite of Bleak nun wieder führt. Was für eine Wendung! Rund 50 Minuten vor dem Ende. Sunline wäre aktuell raus, wobei ein 45er Barsch oder ein 63er Zander reichen würde, um Fox Rage von Rang 2 zu stoßen. So one of our last spots of the day. Sun is out and looking for a bit shade under this bridge. Maybe there's an active Zander, because the previous spot looks pretty okay, but not a lot happened. So hopefully there's one more Zander here, because we feel we have a pretty good list. We're quite happy, but we feel we need
one more upgrade on a big sender, but we will see. Fisch. Hey. Ich habe gerade vorne, aber das wird nichts Großes, ein kleiner Fisch. Ein ganz kleiner. Irgendwie sind das nicht die Größen, die wir haben wollen. Der war so klein. Aber der Power Vibe mal wieder. Wir wollten einmal so ein bisschen näher zum Ufer. Ich habe dann vorne am Echolot die Sachen eingestellt. Der kleine Mann, der geht schnell schwimmen. Die Power Hour ist nicht mehr lang und dann wird geworfen. Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Das ist tatsächlich dieses Gewässer, was ich letztes Jahr schon gefischt habe. Mit Ton von Hamm. Wo wir ziemlich reingeschissen haben letztes Jahr, Ton und ich. Oder wir brechen die Power Hour ab und machen wirklich jetzt Strecke Ufer. Ich glaube, wenn wir die Kante nach unten fischen, haben wir die Chance, am Ufer noch was zu erwischen. Vielleicht einen flachstehenden Hecht, einen Barsch. Fischen die Kante runter. Beim Schleppen, wir haben da jetzt wie lange gemacht? 40 Minuten? Ja, wir haben jetzt noch 40 Minuten. Ja, komm, dann lass uns die Power Hour abbrechen. Ja. Ich kriege eh schon schlechte Laune von diesem Schleppen, das ist nicht meine Welt. Also, Power Hour abgebrochen. Power Vibe hat geliefert. Power Vibe hat geliefert. Die Power Hour jetzt nicht den Big Fish, den wir brauchten. Und ja, wir werfen jetzt. Wir werfen das. Das können wir besser, ja. Ja, Fisch. Ich glaube ein Hecht. Ein Zetti. Vielleicht hat er 60, ich weiß es nicht. Was hatten wir? Irgendwie ein Fuffi oder sowas hatten wir drin an Zander. Ja, wir gucken mal. Aber wir hatten kein gutes Gefühl beim Schleppen, haben nur kleine Fische gefangen. Ich habe wieder gewechselt auf meinen Erfolgsköder. Der Curly am Chatterbait. Und wir gucken jetzt einfach mal schnell, was der Fisch hat. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit und wir brauchen unbedingt noch einen großen Zander. Und wir gucken mal. Oh. So. Alles schön gerade. Und er hat glatte 60. Ein 60er Zander in der Sonne. Und das macht wieder Spaß. Diese Angelei, einfach geil. Schnell zurück. Okay, Powerfishing geht weiter. Okay, das fühlt sich auch wieder besser an, oder? Ja, Mann. 100. Jetzt habe ich auch Vertrauen hier in dieses, in die Scheiß. Diesen Scheiß Fluss, ne, den Fisch. Ja, mache ich jetzt. Mega, sehr gut. Monkey Lures verbessert sich zwar nur um einen Punkt, sammelt aber Selbstvertrauen für die letzten 40 Minuten. Tailwalk hat's für den Schlussakt noch einmal woanders hin verschlagen. Ja, wir haben einen holprigen und langen Spotwechsel gemacht, weil wir im Training hier jedenfalls einen guten Hecht hatten. Vielleicht ein Zufallsfang, vielleicht auch nicht, das gilt jetzt herauszufinden. Aber das ist auf jeden Fall jetzt ein Strohhalm, an dem wir uns nochmal klammern. Und das Gebiet hier hinter sieht auch ganz schön aus. Von daher werden wir das dann kombinieren miteinander. Und das ist auf der Strecke zu unserem Großbarsch-Spot, den wir vielleicht noch ansteuern. Deswegen sind wir hier, ist einmal kurz links abgebogen und dann schauen wir, ob wir noch weiterfahren zu den Barschen oder nicht. Ja, hat reagiert. Kommt hinterher. Der könnte top. Alter. Kamel oder getäuscht? Ja. Nee, ist ein großer. Das ist ja alle Zeit der Welt. Mach hin. Ich bin hier. Oha. Ich hoffe, der hängt ordentlich jetzt für unseren Blick.
Alter, wie Mach geil. den Motor aus. Bam, Junge. Ich glaube, jetzt haben wir es. Mach aus. Alles Ich aus. glaube, jetzt haben wir Alles aus. Der hat 80. Ich glaube, jetzt haben wir es. Wenn wir jetzt mit einem 73er, mit einem 80er, mit einem 46, 46, 42, Meter 2, Meter 3, Meter 4 nicht weiterkommen, ey, dann soll es so sein. Dann ist es wirklich so. Oh, ist der eine Scherbet. Oh, ey, so geil. Beste Grüße an Volker. Oh, wirklich. Volker, Junge. Das System, Junge, das hat einfach wieder performt. Da hängt das. 7,5er Wobbleshed. Ja. Pycraft-System. Herrlich, herrlich, Einfach nur herrlich. herrlich. Ist das geil, ey. So ein Traumfisch in der Power Hour. Das war, denke ich mal, der Fisch, der uns neu gefehlt hat. Wa? 80er Zander. Glatt. Naja, nicht glatt, Aber naja. ganz kurz drüber. Also auf jeden Fall weit über die 5er Grenze. Also ist das ein 80er Zander, Alter. Mega. Oh, der alte Lös, der hat ein bisschen mal nass gemacht. Schönen Dank auch. Bam. Yes. Was soll man jetzt noch machen? Den 42er können wir nicht upgraden. Na, fahren wir nach Hause. Scheiße, ey. Ein 80er im Plus. Ist das geil, Alter. 80er Zander, Junge. 3 Meter Hechte. 46er Barsch. Und was geht's dir heute? Paul? Einfach nur geil. Sorry, wir haben's. Ja, wenn wir jetzt nicht weiter sind, dann haben wir trotzdem einfach alles gemacht dafür. Boah, geil. Jetzt dafür heute Morgen eine Wette gegeben, dann wäre die Quote auf jeden Fall über 200. Ja. Als Hobbybuchmacher kann ich das bestätigen. Sunline holt sich den richtigen Fisch zur richtigen Zeit und dürfte das Finalticket gelöst haben. Bevor wir in die allerletzten Minuten gehen, ein kurzer Blick auf den mutmaßlichen Köder des Tages. Gefangen haben wir den guten jetzt auf dem Wobbleshed, 7,5 Inch. Green Pumpkin. Das Besondere jetzt an dem System ist das Pycraft-System mit dem patentierten Schraubkopf und ein 7 Gramm Blei. Dann gibt es hier noch ein nettes Gimmick. Und zwar gibt es diesen Pin. Da macht man die Drillinge rein, zack, dann sind die fixiert und alle 3 Haken sind frei. Und deswegen hat der Zander super gehangen. Dann braucht man auch nicht mehr, der faltet sich den weg. Danach löst das aus. Doppeltönchen, der kann sich so viel drehen und wenden, wie er möchte. Wenn der einmal sitzt, sitzt er. Das beste System. Perfekt. Bock auf eine gratis Polbrille? Schwimmt, schützt und entspiegelt. Mit praktischem Hardcase, ob Sclera oder Iris, mit grünen, blauen oder grauen Gläsern. Einfach für 50 € shoppen, dann die gewünschte Polbrille in den Warenkorb legen und mit dem Code SUNNYDAYS25 wird die Brille genullt. Nur vom 10. bis zum 14. April und nur auf hechtundbarsch.de. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, hat nur einen Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Ist Robin, oder?
Das Robin, ja. Dann haben die aber heftig gestruggelt, wenn die bis hierhin geballert sind. Ja. Und wir haben da den Platz halt so auseinandergefischt. Also wäre schon... Naja, da stellen wir uns jetzt schön daneben und gucken einfach auf 100 Meter Entfernung, was er fängt. Also ihr habt den Spot ja schon mehrmals gesehen, aber er ist einfach auch prädestiniert für gute Fische. Und deswegen sind wir hier auch hingefahren. Und dafür auch den weiten Weg. Aber ihr wisst ja mehr als wir. Er sagt uns gerade, dass hier ein großer Fisch rausgekommen ist. Von den Jungs, die da hinten stehen. Mhm. Ja, da haben wir gesagt, dass wir dem Spot einfach mal eine Stunde Ruhe geben. Ja. Und das ist die Ruhe. Ja, da drüben ist auf jeden Fall schon wieder besetzt. Da steht Team Tailwalk. Und twitchen jetzt auf einmal da auch lang. Ganz freche Aktion, Robin. Ja. Aber so sehen wir auf jeden Fall die letzte halbe Stunde, was da drüben passiert und was nicht. So sieht's aus. Und mit ganz viel Glück sehen wir, wie sie noch was abreißen. Gehangen haben sie auf jeden Fall gerade schon mal. Ich dachte gerade. Das habe ich auch gehofft. Nein! Was denkst du, warum ich hier noch schmeiße? Nein! Weil wir haben 3 große Hechte gefangen und nicht einen. Sunline hat gut lachen. Aber vielleicht geht ja doch noch was auf der Resterampe. Fisch. Zu schnell? Mhm. Petri. Danke. Ja, die Hechte wollen einfach nicht. Der hat 43, auch auf dem Adusta-Chatter mit einem kleinen Blade und zurück damit. An normalen Angeltagen ein super Fisch. Heute nützt er leider nichts. Tailwalk muss in den letzten Minuten auf einen Riesenhecht hoffen. Monkey Lures würde ein 95er Pike oder auch ein weiterer starker Zander genügen. Fox Rage fehlen nur 2 Pünktchen. Erleben wir hier noch einen letzten Twist? Jetzt kann ich mich endlich mal ein bisschen frei machen. Jesus. The end of the day is here. Really a roller coaster day. Haben wir nochmal drüber rumgerissen, würde ich sagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Wir sind Kilometer gefahren mit Boot und mit Auto, auch zwischen den Tagen noch irgendwie, um noch Hechtspots zu finden. Aber Fluss und Hecht passt bei uns nicht zusammen. Ausnahmsweise auch mal im Großgewässer nicht. Ich bin auch echt K.O., muss ich ehrlich sagen. Das war viel Training, viel Angeln, viel Suchen. Den ganzen Tag auf dem Boot. Oh, das war echt hart für die Nerven. I think we can be very happy with. I think we have around 7,50 meters, if I'm right. Yeah, 750 points. Yeah, that's. I think we can happy about that. Yeah, it's much better than the previous year, and then we made it to the finals. Yeah. But And if the other teams did a better job, they deserve it to go to the finals, I think. Yeah, I think the card is good, but we don't know what the others catch. We are satisfied, but we don't know what the other are doing. Ich denke, punktemäßig hätte das gestern Abend mir einer vorgeschlagen, dass wir das so machen, da hätten wir beide ja gesagt. Das hätten wir komplett unterschrieben. Das war ein kranker Tag. Wir dürfen uns nicht beschweren. Wir haben echt gute Fische gefangen. Wir haben insgesamt gute Punkte. Das Problem ist, wir wissen, wir haben sehr harte Gegner in der Gruppe. we gave our best. We showed a lot of nice fishes. Yeah, my PB. And also 2 perches of 52. Yeah, it's amazing. Vielleicht hat es ja trotzdem gereicht. Ich glaube, wir glauben erstmal nicht. Ich meine, wir haben wenigstens einen neuen Kescher. Ja. Wir hoffen natürlich, dass wir irgendwie weiterkommen, aber man weiß es ja nie, was die anderen gefangen haben. Außer von den beiden in der letzten halben Stunde. Ja, außer von den beiden da drüben, genau. Das war's. Wir verabschieden uns. Hoffentlich bis nächstes Jahr. Ist so geil. Also, macht's gut. Alles klar, reingehauen. Team Sunline. Buddy, great day on it was a great day. Bye.
Bite Oblique checking out. Bite Oblique checking out for the day. We are done. Yeah. Jonas, thanks a lot. Thank you. Bye. Bye. Hopefully, fingers crossed. See you in the final, but Hopefully in the final. we will see. Thank you. Thank you. Bye bye. Also Leute, wir verabschieden uns. Team Das war Monkey Team Lures. Monkey Lures. Ich hoffe, es hat gereicht. Ja. Wir gehen jetzt zur Siegerverkündung und schauen wir mal, was wird. Es war eine Ehre mit dir. Es war cool, Mann. Nicht so entspannt wie sonst, Ja, ja. aber mal was anderes. What a group! Incredible results, I have to say. A very, very good river day. All 6 teams of this group would have made it to the finals in Group A. And what was also pretty crazy is that 4 different teams were leading the board during the day today. The bronze medal winners of last year were good today on the river, but unfortunately they weren't as good on the lake as last year. So we have to say goodbye to Team Adventure with Fred and Honza. Same goes a bit for the winner of this group. Not the best day on the lake, but on the river they really crushed it. 3-meter pike, one send of 80 centimeters. Good perch also. The winner of this group is Team Sunline with Christian and Paule. There's no team that reported so many fish as Team Tailwalk. Good perch, good sender, but missing the really big pike a little bit. So you go out with a 5th place, but still a great performance. Thank you, Guido and Robin. 3 teams left, but only 1 ticket left. All 3 teams were leading the board during the day. Team Monkey Lures has the biggest sender of this group. Team Fox Rage has the biggest pike and the biggest perch of this group. But for the first time, Gerald and Henry don't go to the finals and the last ticket goes to Bite Oblique. Congratulations. Ihr habt's gehört. Ich sag's trotzdem noch einmal. Alle 6 Teams aus Gruppe C wären in Gruppe A ins Finale eingezogen. Irre, aber umso herzlicher gratulieren wir Sunline nach einem unfassbaren Comeback und den Newcomern von Bite Oblique. Jochen hat auf dem Großgewässer alles auseinandergenommen. Heute war's dann Jonas, der das Ticket mit seinem Zander endgültig gelöst hat. Wir verabschieden uns von Henry und Gerald, die intern bei uns mittlerweile einige Ultras gewonnen haben, dem perfekt harmonierenden Team von Monkey Lures, von Team Tailwalk, die ebenfalls fantastisch geangelt haben, und den Vorjahresdritten von Adventure, die sich erneut sehr achtbar geschlagen haben. Das also war Gruppe C. Eine Entscheidung steht aber noch aus. In Gruppe D belegen Ilex und Lawrence aktuell die Quali-Ränge. Alle anderen, also S-Ash, Lithium, Shimano, Bullseye und Lure Drop, sind aber in Reichweite und könnten das Ruder mit einer guten Performance am Lake Day locker noch rumreißen. Ob's auf ein ähnlich spektakuläres Finish hinausläuft wie in Gruppe C, seht ihr ab Donnerstag, 20 Uhr auf diesem Kanal. Lasst ein Like für diese Folge da, schreibt uns, wie es euch gefallen hat und schaut in unserem Online-Shop vorbei. Bis nächste Woche. Ciao.